Kann ich in 5 Monaten wirklich fließend Deutsch sprechen? Viele denken, jetzt wahrscheinlich. Das geht doch gar nicht. Aber ich sage euch, mit der richtigen Technik könnt ihr in 5 Monaten wirklich gut Deutsch sprechen lernen. Und in diesem Podcast erklären wir euch Schritt für Schritt, wie das geht. Und damit herzlich willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Hier lernt ihr Deutsch mit echten Gesprächen. Wir sprechen über Themen aus dem Alltag, damit ihr entspannt zuhören könnt und die Sätze direkt anwenden könnt. Ich bin Markus. Und ich bin Sarah. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sagen es gleich am Anfang ganz klar. 5 Monate machen euch nicht automatisch fließend. Aber was bedeutet eigentlich fließend Deutsch sprechen? Viele hören das Wort fließend und denken sofort an perfektes Deutsch. Aber das stimmt so nicht unbedingt. Die meisten Lernenden machen den Fehler, sich mit Muttersprachlern zu vergleichen. Genau das setzt viele unter Druck. Genau. Und das ist eine unrealistische Erwartung. Ich habe am Anfang genau denselben Fehler gemacht. Wirklich? Ja, ich dachte lange, erst wenn ich fast alles richtig sage, darf ich sprechen. Das kenne ich sehr gut. Aber das Problem ist, wenn man so denkt, spricht man oft gar nicht. Und man bleibt im Kopf stecken. Genau. Viele sagen zwar, ich möchte fließend sprechen, aber meinen eigentlich etwas anderes. Für mich bedeutet fließend oft, ich möchte nicht mehr blockieren. Ich möchte nicht mehr nachdenken, während ich spreche. Genau. Es heißt auch, ich möchte im Gespräch bleiben können. Ich möchte nicht jedes Wort im Kopf suchen müssen. Und ich möchte nicht panisch werden, wenn mir ein Wort fehlt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Fließend sprechen heißt oft, ich finde einen anderen Weg. Ich benutze einfache Wörter oder erkläre etwas anders. Das habe ich besonders im Alltag gemerkt. Zum Beispiel im Café oder beim Einkaufen. Ich musste nicht perfekt sprechen, nur verständlich. Genau. Im Café sagt niemand lange, komplizierte Sätze. Man sagt, ich hätte gern einen Kaffee. Das reicht völlig. Und wenn man nervös ist, kann man langsamer sprechen. Das hilft mir sehr. Ich atme kurz und spreche dann ruhig. Das ist eine gute Strategie. Viele Lernende denken, sie müssen schnell sprechen. Aber langsames Sprechen ist oft viel klarer. Ich habe auch gemerkt, dass Muttersprachler Pausen machen. Sie denken nach. Sie suchen Wörter. Das ist normal. Absolut. Auch Muttersprachler sagen manchmal oder also. Fließend heißt nicht perfekt, sondern natürlich. Ein anderes Beispiel ist die Arbeit. Früher hatte ich Angst, etwas Falsches zu sagen. Heute sage ich lieber einen einfachen Satz. Genau. Zum Beispiel, ich verstehe das noch nicht ganz. Das ist ehrlich und klar. Und das Gespräch geht weiter. Früher hätte ich geschwiegen und gehofft, dass es vorbei ist. Viele Migranten sprechen so. Sie machen Fehler, aber sie sprechen. Und genau deshalb wirken sie fließend. Ja, ich kenne viele Menschen, die nicht perfekt sprechen, aber sehr sicher wirken. Sie bleiben ruhig. Ruhe ist ein großer Teil von fließendem Sprechen. Wenn du ruhig bist, findest du leichter Wörter. Ich habe gelernt, mir Zeit zu geben. Ich sage nicht sofort alles. Ich spreche Satz für Satz.
Das ist sehr wichtig. Fließend heißt auch, ich baue meine Sätze Schritt für Schritt. Also nicht alles im Kopf vorbereiten. Genau. Das macht nur Stress. Besser ist, anfangen und weitermachen. Und wenn etwas nicht klappt, ist das kein Drama. Jetzt wissen wir, was fließend sprechen wirklich bedeutet. Nicht perfekt sein, sondern im Gespräch bleiben. Die große Frage ist jetzt, wie erreicht man das im Alltag? Für mich war das lange eine echte Herausforderung. Am Anfang hatte ich immer viel Motivation, aber die war schnell weg. Genau darüber müssen wir sprechen. Motivation fühlt sich gut an, aber sie ist unzuverlässig. Da bin ich nicht ganz bei dir. Motivation hat mir am Anfang schon geholfen, überhaupt zu starten. Das stimmt. Motivation ist gut für den Start, aber sie trägt nicht über Monate. Ja, das habe ich gemerkt. Nach 2 oder 3 Wochen kam der Alltag dazwischen. Arbeit, Termine, Müdigkeit. Und dann wird Deutschlernen oft das Erste, was wegfällt. Genau. Ich habe mir früher große Ziele gesetzt. Jeden Tag 1 Stunde lernen. Und wie lange hat das funktioniert? Ehrlich gesagt nicht lange. Nach ein paar Tagen war ich frustriert. Das ist ein klassisches Problem. Große Ziele brauchen viel Energie. Ich habe dann etwas verändert. Ich habe mir erlaubt, weniger zu machen. Das ist ein wichtiger Schritt. Statt 1 Stunde habe ich gesagt, 10 Minuten reichen. Das ist genau der Punkt. Kleine Einheiten sind realistisch. Aber ich habe diese 10 Minuten bewusst fest eingeplant. Also zu einer festen Zeit? Ja, für mich war der Morgen gut. Nach dem Kaffee, vor der Arbeit. Interessant. Bei mir war es eher abends. Wirklich? Abends war ich oft zu müde. Das verstehe ich. Aber für mich war der Tag dann ruhiger. Keine Termine mehr. Das zeigt etwas Wichtiges. Jeder braucht seine eigene Routine. Genau. Es gibt nicht die eine richtige Zeit. Wichtig ist nur, dass man nicht jedes Mal neu entscheidet. Ja. Wenn du jeden Tag überlegst, lerne ich heute oder nicht, wird es schwierig. Deshalb habe ich Deutsch einfach mit meinem Alltag verbunden. Zum Beispiel, Beim Kochen habe ich Podcasts gehört. Beim Spazierengehen habe ich Sätze gedacht. das ist sehr gut. Alltag ist der beste Lernort. Ich fand das besser, als extra am Tisch zu sitzen. Das sehe ich genauso. Lernen muss nicht immer Lernen sein. Aber ich hatte auch Tage, an denen ich gar nichts gemacht habe. Und das ist völlig normal. Früher habe ich mich dafür schlecht gefühlt. Und heute? Heute sage ich, okay, morgen geht es weiter. Genau das ist Routine. Nicht perfekt sein, sondern zurückkommen. Das hat mir viel Druck genommen. Druck ist einer der größten Lernkiller. Ja, wenn ich mich zwinge, lerne ich schlechter. Deshalb sagen wir, Regelmäßigkeit ist wichtiger als Motivation. Motivation bringt dich los, Routine bringt dich weiter. Sehr gut gesagt. Und Routine kann sehr klein sein. 5 bis 10 Minuten pro Tag sind genug. Wenn man das über Monate macht, merkt man den Unterschied. Genau. Dein Gehirn arbeitet im Hintergrund. Und plötzlich versteht man mehr, ohne genau zu wissen, warum. Das ist der Effekt von Routine. Also lieber wenig, aber oft. Ja. Regelmäßigkeit schlägt Motivation. Ich glaube, viele Zuhörer erkennen sich hier wieder. Das hoffe ich. Denn so wird fließendes Sprechen realistisch.
Bevor wir gleich weitermachen, würden wir euch gern kurz einbeziehen. Ja, genau. Wir sprechen hier viel über Routinen und Alltag. Aber euer Alltag sieht sicher ganz unterschiedlich aus. Manche von euch leben vielleicht in Deutschland. Andere lernen Deutsch in einem ganz anderen Land. Deshalb interessiert uns sehr, wo hört ihr uns gerade? Seid ihr zu Hause, unterwegs oder vielleicht auf dem Weg zur Arbeit? Und aus welchem Land kommt ihr? Wenn ihr möchtet, schreibt es gern in die Kommentare. Zum Beispiel, ich höre aus Spanien oder ich lerne Deutsch in Brasilien. Das hilft uns, euch besser kennenzulernen. Und es ist auch eine gute kleine Übung für euer Deutsch. Ein kurzer Satz reicht völlig. Ihr müsst nichts Perfektes schreiben. Hauptsache, ihr benutzt Deutsch. Und wenn euch diese Folge gerade hilft oder euch ein Gedanke bekannt vorkommt, zeigt uns das gern mit einem Like. So sehen wir, welche Themen für euch wirklich wichtig sind. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann verpasst ihr keine neue Folge. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das wirklich alle kennen. Ja, wirklich alle. Die Angst zu sprechen. Viele Lernende sagen, ich verstehe viel, aber ich traue mich nicht zu sprechen. Und das Verrückte ist, diese Angst hat fast nichts mit dem echten Deutsch zu tun. Genau. Sie ist im Kopf. Ich kenne das sehr gut. Man weiß eigentlich, was man sagen will, aber dann blockiert man. Und plötzlich denkt man, mein Deutsch ist schlecht. Alle hören meine Fehler. Dabei stimmt das meistens gar nicht. Nein. In den meisten Fällen bist du viel besser, als du denkst. Ich sage meinen Schülern oft, ihr hört eure Fehler viel lauter als andere. Das stimmt. Dein Gegenüber hört meistens nur, ich verstehe dich. Oder, okay, sie versucht Deutsch zu sprechen. Das ist doch gut. Genau. Niemand sitzt da mit einem inneren Rotstift. Außer vielleicht du selbst. Ja, wir sind oft viel strenger mit uns selbst als nötig. Kennst du dieses Gefühl auf Partys? Welches? Am Anfang spricht man kaum, man denkt viel nach. Und dann kommt vielleicht ein Getränk. Genau, ein Glas Wein oder ein Bier. Und plötzlich spricht man viel freier. Nicht, weil das Deutsch besser wird. Sondern weil die Angst kleiner wird. Man denkt weniger über Fehler nach. Und genau das zeigt etwas Wichtiges. Dass das Problem nicht die Sprache ist. Sondern die Angst, etwas falsch zu machen. Und dafür braucht man keinen Alkohol. Nein. Man braucht Übung und kleine Erfolgsmomente. Zum Beispiel kurze Sätze. Oder einfache Antworten. Ich sage oft, sprich lieber einfach als gar nicht. Ja. Ein einfacher Satz ist besser als ein perfekter Satz im Kopf. Viele warten auf den Moment, in dem sie sich bereit fühlen. Aber dieser Moment kommt selten von allein. Er kommt durchs Sprechen. Genau. Mut kommt nach der Handlung, nicht davor. Das finde ich einen wichtigen Gedanken. Und noch etwas. Fehler sind kein Zeichen von schlechtem Deutsch. Sondern von echtem Deutsch. Genau. Wer Fehler macht, spricht. Wer keine Fehler macht, spricht oft gar nicht. Und Sprache lebt vom Sprechen. Nicht vom Schweigen. Deshalb unser Tipp. Fang klein an. Ein Satz im Café Ein Satz beim Einkaufen. oder ein kurzer Kommentar im Kurs, Und danach merkst du oft, es war gar nicht schlimm manchmal sogar ganz okay. oder sogar gut.
Und dieses Gefühl bleibt. Und mach den nächsten Schritt leichter. Angst verschwindet nicht auf einmal. Aber sie wird kleiner, jedes Mal. Und irgendwann merkst du, ich spreche einfach. Und genau das ist ein großer Schritt Richtung fließend Sprechen. Deutsch lernen ist eigentlich viel einfacher, als viele denken. Das klingt jetzt fast zu schön, um wahr zu sein. Ja, aber ich meine das wirklich ernst. Deutsch besteht am Ende aus Bausteinen. Aus Wörtern, oder? Genau. Wörter, die immer wieder zusammenkommen. Grammatik verbindet sie nur. Das heißt, Sprache ist keine Magie, sondern eher ein Baukasten. Genau. Und hier kommt mein bester Trick. Jetzt bin ich gespannt. Hab immer etwas dabei, um Wörter aufzuschreiben. Immer? Ja, einen Stift und ein kleines Notizbuch. Oder dein Handy. Das mache ich tatsächlich auch oft mit Notizen im Handy. Perfekt. Denn Sprache begegnet dir überall. In Gesprächen, im Bus, im Supermarkt, in Serien. Genau. Und jedes Mal, wenn du ein Wort hörst, das du nicht kennst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du ignorierst es, Oder du sammelst es. sammeln klingt besser. Absolut. Denk an Wörter wie an Spielkarten. Nicht alle sind sofort wichtig. Aber manche tauchen immer wieder auf. Und genau die sind wertvoll. Wenn du sie aufschreibst, passiert etwas Wichtiges. Du wirst aufmerksamer. Genau. Dein Gehirn denkt, das ist interessant. Und später erkennst du das Wort wieder. In einem anderen Gespräch, in einem Podcast oder in einem Text. Dann fühlt es sich plötzlich vertraut an. Und genau so wächst Sprachgefühl. Viele Lernende denken, sie müssten 1000 Wörter auf einmal lernen. Das ist der Fehler. Eigentlich reichen wenige, aber die richtigen. Und die findest du im echten Leben. Nicht nur in Vokabellisten. Genau. Wenn du ein Wort im Alltag hörst, hat es schon Kontext. Du weißt, in welcher Situation es benutzt wird Das macht das Lernen viel leichter. und irgendwie auch spielerisch. Ja. Du sammelst Wörter, probierst sie aus, kombinierst sie. Wie Legosteine. Genau. Ein Verb, ein Nomen, ein Adjektiv. Und plötzlich hast du einen Satz. Und dann noch einen. So wird Deutsch weniger ernst. Und weniger schwer. Ich merke, dass ich mir Wörter besser merke, wenn ich sie selbst notiere. Das ist kein Zufall. Schreiben verstärkt das Lernen. Auch wenn ich das Wort erst später nachschaue. Genau. Du musst nicht alles sofort verstehen. Wichtig ist, dass du sammelst. Und neugierig bleibst. Dann fühlt sich Deutsch eher wie ein Spiel an. Und nicht wie eine Prüfung. Das nimmt viel Druck raus. Und genau das bringt dich schneller voran, als du denkst. Jetzt kommt ein Gedanke, der für viele erstmal überraschend ist. Oh, jetzt bin ich gespannt. Die meisten Deutschlernenden können schon sprechen. Wirklich? Das fühlt sich für viele ganz anders an. Genau das ist das Problem. Es fühlt sich anders an, als es wirklich ist. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Ich dachte lange, ich kann eigentlich nichts sagen. Dabei hast du schon viel verstanden. Ja, ich konnte Gesprächen folgen, Texte lesen und Podcasts hören. Aber Sprechen fühlte sich trotzdem unmöglich an. Genau. In meinem Kopf war alles da, aber mein Mund blieb zu. Das liegt am Unterschied zwischen passivem und aktivem Wissen. Passiv heißt,
Ich erkenne Wörter, wenn ich sie höre oder lese. Genau. Aktiv heißt, ich benutze diese Wörter selbst. Und dieser Schritt fühlt sich riesig an. Ja. Aber eigentlich ist er kleiner, als man denkt. Warum? Weil die Wörter schon da sind. Du musst sie nur benutzen. Ich glaube, viele warten auf neue Wörter. Genau. Viele denken, ich brauche erst mehr Wortschatz. Dabei reicht der vorhandene oft schon aus. Absolut. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Okay, Du kennst die Wörter ich, arbeiten, heute, müde. ja, die kenne ich. Daraus kannst du sagen, ich bin heute müde. Oder ich arbeite heute viel. Oder ich bin müde, weil ich heute arbeite. Das sind 3 Sätze mit denselben Wörtern. Genau. Neue Kombinationen. Kein neuer Wortschatz. Das fühlt sich plötzlich machbarer an, Und genau hier blockieren sich viele selbst. weil sie denken, ein Satz muss besonders gut sein. Ja, oder besonders korrekt. Und dann sagen sie lieber gar nichts. Genau. Der erste Satz ist immer der schwerste. Das kenne ich. Nach dem ersten Satz wird es leichter. Weil die Angst dann kleiner wird. Und man merkt, die Welt geht nicht unter. Genau. Niemand lacht. Niemand korrigiert jeden Fehler. Meistens sind die Leute einfach froh, dass man spricht. Ja. Kommunikation funktioniert auch mit einfachen Sätzen. Ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich spreche, lerne ich schneller. Das ist ein wichtiger Punkt. Sprechen aktiviert dein Wissen. Passives Wissen wird aktiv. Genau. Und jedes Mal wird es ein bisschen leichter. Auch wenn es holpert. Gerade dann. Holpern gehört dazu. Also ist das Ziel nicht perfekt zu sprechen, Nein. Das Ziel ist, Wörter zu benutzen. auch wenn sie noch unsicher sind. Genau. Sprache entsteht im Tun, nicht im Warten. Dann brauche ich eigentlich keinen neuen Kurs. Sondern Mut, den ersten Satz zu sagen. Das ist eine starke Erkenntnis. Und genau das möchten wir euch mitgeben. Ihr könnt schon mehr, als ihr denkt. Ihr müsst es euch nur erlauben, es zu benutzen. Und dann wird Deutsch Schritt für Schritt leichter. Nicht über Nacht, aber ganz sicher mit jedem Satz. Lass uns jetzt kurz innehalten und einen Schritt zurückgehen. Wir haben heute über viele Dinge gesprochen. Über Wörter sammeln, über Mut, über einfache Sätze, über Routine. Und vielleicht sitzt ihr jetzt da und fragt euch, okay, aber was bedeutet das konkret für mich in 5 Monaten? 5 Monate klingen für viele entweder nach sehr wenig Zeit oder nach einer riesigen Aufgabe. Aber in Wirklichkeit sind 5 Monate eine sehr realistische Zeitspanne, um viel zu verändern, wenn man weiß, worauf es ankommt. Und wichtig ist zuerst eines: In 5 Monaten geht es nicht darum, perfekt zu sprechen. Es geht darum, sicher zu werden. Nach etwa einem Monat passiert bei den meisten etwas ganz Entscheidendes. Ihr merkt plötzlich, dass euch Deutsch nicht mehr komplett fremd vorkommt. Der Klang ist vertrauter. Ihr erkennt Wörter schneller. Ihr versteht vielleicht nicht alles, aber ihr versteht öfter, worum es geht. Und das ist ein riesiger Schritt, auch wenn er sich klein anfühlt. Nach ungefähr 3 Monaten verändert sich oft euer Verhalten. Ihr denkt weniger nach, bevor ihr sprecht. Ihr traut euch schneller einen Satz zu sagen. Vielleicht ist er noch einfach,
Vielleicht ist er nicht perfekt, aber ihr bleibt nicht mehr so lange stehen. Gespräche fühlen sich weniger bedrohlich an und ihr merkt, ich kann reagieren. Ich bin nicht mehr komplett blockiert. Nach 5 Monaten seid ihr wahrscheinlich noch nicht fließend im klassischen Sinn. Aber ihr seid handlungsfähig. Ihr könnt im Alltag sprechen, ihr könnt im Café bestellen, bei der Arbeit antworten, Smalltalk führen. Ihr bleibt im Gespräch, auch wenn euch Wörter fehlen. Und genau das ist für viele das eigentliche Ziel, auch wenn sie es am Anfang anders nennen. Und wie kommt man dahin? Nicht durch Talent, nicht durch perfekte Motivation, sondern durch Dranbleiben, durch kleine Routinen. 5 bis 10 Minuten Deutsch pro Tag können mehr bewirken als 1 Stunde einmal pro Woche. Deutsch hören, Wörter notieren, einen Satz laut sagen, immer wieder. Euer Alltag ist dabei kein Hindernis, sondern euer größter Helfer. Beim Gehen, beim Kochen, beim Warten. Ihr müsst euer Leben nicht ändern, um Deutsch zu lernen. Ihr müsst Deutsch nur in euer Leben lassen. Was ich daran wichtig finde, man darf aufhören, sich selbst zu vergleichen. Nicht mit Muttersprachlern, nicht mit anderen Lernenden. Jeder Weg sieht anders aus. Aber wenn man regelmäßig etwas macht, merkt man irgendwann, ich komme voran, auch wenn es sich nicht jeden Tag so anfühlt. Genau. Lernen ist kein gerader Weg. Es gibt gute Tage und schwere Tage. Wichtig ist nicht, dass jeder Tag gut ist. Wichtig ist, dass ihr weitermacht. Auch an Tagen, an denen ihr müde seid oder wenig Lust habt. Deshalb sagen wir das ganz bewusst immer wieder. Dranbleiben schlägt Talent. Nicht die Besten kommen am weitesten, sondern die, die ruhig bleiben, Fehler akzeptieren und weitermachen. Und genau hier seid ihr jetzt. Ihr habt schon angefangen. Ihr hört zu, ihr denkt mit, ihr probiert Dinge aus. Das ist kein Anfang mehr. Das ist bereits der Weg. Wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann habt ihr schon einen wichtigen Schritt gemacht. Ihr habt euch Zeit genommen, Deutsch zu hören und mitzudenken. Das zählt. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass Deutschlernen gar nicht so kompliziert sein muss, wie es oft wirkt. Manchmal reicht es, einen Gedanken mitzunehmen oder einen kleinen Tipp auszuprobieren. Genau. Und jetzt interessiert uns etwas. Was war heute neu für euch? Gab es einen Moment, an dem ihr gedacht habt, so kann ich das sehen? Oder einen Tipp, den ihr ausprobieren möchtet? Wenn ihr möchtet, schreibt es gern in die Kommentare. Auch ein kurzer Satz reicht völlig. Zum Beispiel, ich möchte mehr sprechen oder ich will Wörter sammeln. Das ist nicht nur Feedback für uns, sondern auch eine Übung für euch. Und wenn euch diese Folge geholfen hat, freuen wir uns über ein Like. So sehen wir, welche Themen euch wirklich unterstützen. Wenn ihr den Podcast abonniert, seid ihr bei den nächsten Folgen wieder dabei. Wir sprechen weiter über echtes Deutsch. Aus dem Alltag, Schritt für Schritt. Ohne Druck und ohne Perfektion. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Folge Bis dahin, bleibt dran. und traut euch, Deutsch zu benutzen. Bis bald.